Also wir nennen die Hand immer frech. Die ist frech, die folgt nicht. Auf geht's. Hallo, ich bin der Georg, ich bin 10 Jahre alt und ich habe eine Halbseitenlähmung. Beim Georg ist es halt so, dass die Hemiparese halt fußbetont oder beinbetont ist, sagt man. Also das Bein, das sieht man jetzt, oder wenn man es nicht weiß, sieht dann Laie eigentlich fast gar nicht, dass da was ist. Aber bei der Hand ist halt dann einfach alles, was so in Richtung Feinmotorik geht, ganz schwierig, sagen wir mal so. Da muss man viel üben dafür. Da hat er natürlich viel Ergotherapie gehabt und Physiotherapie hat er regelmäßig. Osteopathie hat er. Also sowas ist halt schon, was seinen Alltag, da beeinflusst seinen Alltag oder unseren Alltag schon sehr, klar. Aber das gehört von Anfang an dazu, insofern sind wir da alle gut drauf eingespielt. Die Therapie unterscheidet sich ganz klar je nach Alter des Kindes. Je kleiner das Kind ist, umso mehr orientiert man sich an der physiologischen Entwicklung des Kindes, macht eine Anleitung der Eltern, wie die Spielsituation zu Hause verändert wird, um das bestmögliche Ergebnis zu haben. Je nach Grad der ICP muss man natürlich auch unterscheiden, was ist möglich für die Kinder in dieser physiologischen Bewegungsentwicklung und wie früh kommen Hilfsmittel zum Einsatz. Bei Polik geht es vor allen Dingen darum, gerade wenn die Kinder älter sind, die Eltern auch nochmal anzuleiten, welche Sportarten sind günstig, was können die Kinder machen mit den Orthesen. Also ich spiele Basketball, mache Taekwondo und bin eigentlich sonst auch relativ oft draußen. Ich spiele mit meinen Freunden. Wir haben eine Katze, den Marley. Und ja, ich mache Basketball und Taekwondo jeweils 2-mal die Woche. Die Ziele werden ganz klar entweder von den Ärzten oder in Zusammenarbeit mit den Ärzten, mit den Therapeuten, mit den Eltern vor allen Dingen, aber auch mit den Kindern definiert. Je größer, je älter die Kinder sind, desto mehr Mitspracherecht haben die natürlich. Welche Ziele habe ich? Was möchte ich gerne erreichen? Und diese Zielsetzung wird formuliert und daran wird gemeinsam gearbeitet. Die Ziele ist dann so eine Sache, genau. Dass ich die Hand drehen kann und halt besser bewegen kann, damit meine Leitungen in der Hand mehr ins Gehirn gehen und beim Fuß halt so. Genau, also dadurch, dass die Hand und der Fuß ja nicht so stark, benutzt werden wie auf der anderen Seite, entwickelt sich die Hand auch anders und der Fuß. Also das heißt, die Muskeln wachsen nicht so mit, die Knochen wachsen aber trotzdem. Also das heißt, es ist alles relativ kurz, muss dann einfach viel massiert, viel gedehnt werden. Das heißt, wir kriegen dann Übungen, um das Ganze auch zu dehnen, um zu mobilisieren. Also in der Kindertherapie unterscheidet man zwischen 2 großen Therapieformen. Das ist zum einen das Bobath-Konzept und die Voiter-Therapie. Bei der Voiter-Therapie werden Reflexpunkte gedrückt, um ein bestimmtes Bewegungsmuster auszulösen und darüber die physiologische Bewegungsentwicklung voranzubringen. Beim Bobath-Konzept geht es darum, den Kindern einen anderen Bewegungsablauf zu vermitteln, um möglichst viel physiologische Bewegungsfreiheit zu erreichen. Immer im Hinblick darauf, dass die Zielvereinbarung im Auge behalten wird und den Kindern quasi darüber die Motivation zu geben, ja, einfach das zu trainieren, was ihnen schwerfällt in dem Moment. Was der Georg tatsächlich schon seit er sich eigentlich quasi bewegt oder spätestens seit er laufen kann, gehen kann, bekommt oder nachts angezogen bekommt, ist eine Nachtlagerungsorthese, wo man einfach dann quasi die Rückseite des Unterschenkels dehnt, weil er mit dem Fuß nicht so gut auf den Boden kommt. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Da haben wir wirklich, die haben wir in allen Größen mittlerweile zu Hause, die Teile, also die hat er schon sehr lange. Und für die Hand hat man zeitweise auch mal was. Da haben wir verschiedene Sachen für tagsüber, dass einfach da so ein bisschen die Drehung besser rauskommt. Aber aktuell hat er jetzt mal gar nichts. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, was dann einfach die Orthopäden auch empfehlen, in welchem Wachstumsstadium er gerade ist und wie es den Muskeln da einfach auch gerade so geht. Ja, der Georg kommt super zurecht und macht das ganz toll alles und ist auch ein super Kerl, kann da gut damit umgehen. Ich glaube, dass sich da andere Charaktere manchmal auch schwerer tun würden, aber er hat das einfach gut
gutes Selbstbewusstsein, kann gut damit leben, würde ich sagen. Oder Gergi? Du kommst da gut zurecht. Ja.